Ja, Blender-Freunde, herzlich willkommen zum nächsten Part unserer Tutorial-Serie. Ja, in diesem Part werden wir uns komplett um die Mauer kümmern, um das ganze Gebäude unserer Firma hier, Fabrik. Und wie ihr seht, haben wir hier überall diese Putzflächen, die wiederholt gleich aussehen. Und das wird jetzt in diesem Part komplett geändert. Wir werden hier schön realistische Mauertexturen noch verteilen und einige Elemente auch applyen. Hier haben wir noch hier Modifiers drauf. So, und hier die beiden und so weiter und so fort, damit wir gleichmäßige Texturverteilung bekommen. Und damit es auch realistischer aussieht. Wir werden aber auch noch ein paar Ziegelsteinbrüche, dass da welche abgefallen sind. Ne? Das wird alles in diesem Part jetzt gemacht. Ja, so, dann fangen wir mal an. Und ja, geht's los, ne? Bevor wir starten, möchte ich eine Sache noch erwähnen. Das hat Jürgen W. in den Kommentaren geschrieben. Das hatte ich eigentlich gemacht, nur das habe ich in den Tutorial-Szene leider nicht mit reingebracht. Aber das werde ich jetzt wiederholen. Es geht um die obere Etage hier, diese Wand. Die haben wir von der Höhe gekürzt, ja. Aber die Vertices, die sind nicht verbunden, ja. Die waren nur zusammengesetzt und das wollen wir jetzt tun. Okay, also wir gehen einmal auf diesen Element, ja. Schalten diesen Array hier aus, ja. So, damit der alleine steht. Gehen auf 3 Seitenansicht, gehen ein bisschen näher ran und mit Backslash, ja, einmal Screencast einschalten, habe ich wieder vergessen, Entschuldigung. So, also gut, nochmal. Also mit Backslash isolieren wir unseren Objekt hier, gehen auf Edit, einmal auf Wireframe, hier oben. So, wir haben dieses Objekt ja von oben runter gesetzt, damit die Höhe etwas tiefer ist, ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel den oberen Bereich einfach irgendwo anklicke und L selektiere, seht ihr, dass immer noch dieses Objekt hier, das obere, ja, mit dem unteren noch nicht verbunden ist. So, was machen wir dafür? So, wir gehen jetzt einfach auf Mesh hier. So, aber bevor wir das tun, gehen wir selektieren erstmal hier alles hier. Also wir selektieren das ganze Objekt komplett, gehen auf Mesh. So, dann gehen wir hier runter. So. So, jetzt haben wir hier unter Cleanup, ja, Säuberung, also Löschen und Säuberung. Dann gehen wir hier runter und hier finden wir Merge by Distance, ja. Darauf klicken wir jetzt an und unten in der Mitte seht ihr schon, was passiert. Removed 15 Vertices. So, das ist jetzt gerade wieder weg. Der hat also 15 Vertices gefunden, die genau von der Position übereinander liegen. Und die hat er jetzt sozusagen in einem gezogen. Das heißt, dass jetzt dieser Vertices, der von dem oberen Teil sozusagen jetzt mit dem unteren Teil verbunden ist. So, das war's auch schon. Somit ist unser Objekt hier komplett verbunden. Gut, als nächstes gehen wir wieder auf unseren Viewport Shading. So, schauen uns das nochmal an. Okay, gut. Mit Backslash aus der Isolierung wieder raus. So. Genau. Und ich sehe gerade, der ragt ein Stück über. Ja, der steht ein bisschen über an. Ja, den müssen wir ein bisschen reinschieben. Wir gehen mal auf 7, Top-Ansicht. Mit Steuerung, Tasten gedrückt. So, dann passt das schon. Okay, einmal Komma. So. Gut. Das wäre erledigt und das wollen wir natürlich bei den anderen Wänden auch machen.
Wir setzen wieder unseren Array hier ein. Genau. Und jetzt schauen wir das hier nochmal an. Hier ist es genauso. So. In Edit-Modus. A mit alles selektieren. Ja. Mesh. Clean up. Merge by Distance. So. Fertig. Selektieren. Und jetzt hier genauso. Edit. A. Alles selektieren. Mesh. Clean up. Merge Distance. So. Und unser letztes Stück. So. A. Alles selektieren. Mesh. Clean up. Merge Distance. So, perfekt. So, somit ist die Sache hier fertig. Okay, das war erstmal das Stück und jetzt geht's los. Wir fangen jetzt an, unsere Mauer mit den anderen Elementen zu vereinen, Textur zu verteilen und vielleicht sogar ein paar Schattierungen noch mit reinzubringen. Ja? So, dann fangen wir einfach mal an. Wir ziehen das mal ein bisschen runter. Okay. So, wir haben ja unsere Wände hier. So, und wenn wir unsere Elemente hier zusammengesetzt habt und ihr seid mit eurem Gebäude jetzt zufrieden, wie ihr das jetzt zusammengestellt habt, da habe ich mir nachgedacht darüber, wir wollten ja hier eine Schiebetür einbauen. Ja, eine Schiebetür, eine alte Schiebetür. Aber dadurch, weil es eine Schiebetür ist, passt diese Wand gar nicht mehr. Die ist ja viel zu kurz. Wir müssen also diese Fabrikgebäude, ja, wir müssen die breiter stellen. Also die muss breiter sein. So, und das wollen wir eben hier jetzt auch tun. Wir gehen hier einmal auf 1, Frontansicht. So, wählen uns jetzt mal so längs die Seitenflächen. Diese. Gehen sicherheitshalber nochmal auf Transparenz. Hier. So, und jetzt mit Steuer und Tasten verteilen, gehen wir mal ein bisschen zurück hier. So. Okay, dann nehmen wir noch diese Wand mit. So. Gut, jetzt haben wir die komplette linke Wand zurechtgeschoben. Und jetzt haben wir diese vordere Wand hier mit dem Fenster hier, da ist ein Array drauf. Den ziehen wir jetzt einfach mal mit Steuertasten auch rüber. So. Machen wir eine 4 und setzen den nochmal hier an. So, jetzt haben wir 4 Stück. Anschließend müssen wir mal schauen, haben wir diese hier. Dann machen wir noch eine draus. So, und dann gehen wir hier rauf, machen wir hier ein Array. So, warum geht das nicht? Wir haben jetzt eine X-Richtung. So, aber wir gehen auf Komma, gehen hier mal ran. So, hier hatte ich beim letzten Tutorial gezeigt, wenn die Richtung gerade nicht passen sollte, liegt das daran, weil wir immer unsere Objekte rotiert haben. So, das müssen wir jetzt applyen mit Steuerung A. So, Rotate oder hier gleich direkt drauf. So, jetzt passt das auch wieder. Jetzt schauen wir uns das mal an. Ja, müsste eigentlich passen. Gut, wir versuchen das einfach mal. Wählen mal diese Sachen hier aus. Ja, mit Steuertasten gehen wir wieder rein hier. So. Und setzen hier noch einen. Ja, dass es so gerade passt. Super, perfekt. So, jetzt haben wir auch die Größe dieser Wand, dass eine Schiebetür diese Öffnung schließen kann. Ja? So, das bedeutet, dass wir jetzt ein bisschen wieder flicken müssen, nämlich hier auf der Rückseite auch nochmal. Wir klicken hier die Seite an und dann machen wir ein mehr. So, dann haben wir diese Wand mit Steuerung 1, haben wir die Rückseite
Die setzen wir mit Steuerungstasten auch hier rüber. So. Und setzen hier noch einen ran. Und hier genauso. Okay, den könnten wir eigentlich löschen. So, und dann vermehren wir einfach diese hier. So. Dann passt das wieder. So. So. Gut, jetzt haben wir unser Gebäude jetzt eigentlich fertig. Gut, alles klar, dann geht's weiter. So Leute, wenn wir jetzt mit unserem Gebäude endgültig fertig sind, ja, also unser Gebäude jetzt zusammengebaut haben und jeder seins auch, so, dann heißt das jetzt, vielleicht habt ihr das schon vorher gemacht, aber ich aber nicht, es geht jetzt um die Seitenflächen. Jetzt, wenn wir unsere Elemente mal einmal mit isolieren, die Seiten gucken, hier diese Seiten, die können wir jetzt löschen, ja, so, die hätten wir auch vorher machen können, also vorher löschen können, nur ich wusste nicht, ob wir noch mit den Mauern was wir ändern wollen oder ein paar Loops ziehen wollen, dann ist es immer einfacher, wenn die Seitenflächen zu sind, damit die Loops gleichmäßig sind. Aber wir sind jetzt fertig mit dem Gebäude, so soll es sein. Jetzt können wir die Seitenflächen löschen. So, und das mache ich jetzt. So, wie gesagt, auf beiden Seiten, ja. Die untere Fläche auch, können wir auch löschen, die brauchen wir auch nicht. So, hier nochmal. Nee, diese nicht. So. Ja, genau. Soweit ist gut. Ja, das müsste eigentlich passen. So, Face. So, wird gelöscht. So, jetzt schaue ich das nochmal an, ob wir das richtig gemacht haben. So, genau. Ja, die obere, da müssen wir jetzt noch eine Textur noch vernünftig ablegen. Da stimmt das noch nicht, sehe ich gerade. So, das ist überhaupt kein Problem. Aber wir einmal überprüfen, ob das so in Ordnung ist. Rückseite, ja, perfekt. So, und das bedeutet, wie hier müssen wir oben die Flächen, also komplett zu die Flächen, Seitenflächen und die Seitenkanten immer komplett alle jetzt löschen. Ja? Und das machen nur, wenn ihr fertig seid mit dem Zusammenbauen unserer Mauer. So, und das mache ich aber diesmal in Zeitlapse, ja, aber nicht so schnell, dass ihr noch sehen könnt, wie ich die Elemente nochmal lösche. Auf geht's!
So, wir haben jetzt die ganzen Seitenflächen, ja, komplett von dieser Wand jetzt gelöscht. Dadurch sparen wir uns auch ein bisschen Speicher, ja. Ich habe beim oben am Dach jetzt an der letzten Etage die Fläche auch gelöscht, so, weil wir noch eine Überdachung machen werden, ja. Und dadurch ist das sowieso dann bedeckt. Gut, ich hoffe, ihr seid damit mitgekommen im Timelapse. Ich habe es extra ein bisschen langsamer gemacht. So, und das möchte ich aber jetzt komplett um die ganze Fläche machen. Ja? Dann wieder weiter. Ja, hier müssen wir jetzt natürlich aufpassen. Ja, das ist klar. Das ist jetzt hier die Außenfläche. Ja, und hier müssen wir natürlich nur die rechte Seite und oben unten löschen. Ja, also diese Fläche bleibt. Die selektieren wir nochmal. Also deselektieren. So, genau. Ja, so. Und die löschen wir. Alles klar, weiter geht's.
So Leute, wir sind mit dem Faces löschen fertig. So, als nächstes fangen wir an, unser Mauerwerk. Wir fangen mit der Vordermauerwerk an. Wir möchten unsere Elemente, die wir hier erstellt haben, ja, das sind ja immer noch einzelne Elemente, die müssen wir jetzt alle einmal joinen, das bedeutet verbinden, damit wir vernünftig eine schöne Textur über die ganze Fläche hier zum Beispiel verteilen können und separat bearbeiten können. Und ich möchte ja noch ein paar Schatten setzen und ein paar Risse setzen, dass es so wirklich realistisch so ja, verwest, veraltet aussieht, die Mauer. Ja? Das ist ja Sinn und Zweck dieser Tutorial. Deswegen kommt auch einiges noch auf uns zu und deswegen bleibt gespannt, es geht weiter. So, dann fangen wir mal an. Also, wir fangen wie gesagt mit diesem Mauerwerk hier an. Hier ist ja ein Array drauf und die applyen wir zuerst. So, ja, die Textur hat sich in die Länge gezogen, weil die Textur nur für diese Fläche vorerst eingestellt wurde. Und weil wir jetzt ein Array gemacht haben und applied, hat sich die Textur in die Länge des Objektes gezogen. Ist klar. Okay, aber das machen wir später. So, jetzt selektieren wir diese Mauer und zuletzt diese ganz große und drücken jetzt STRG J. So, jetzt haben wir ein Element. Ja, ihr seht das schon. Ein Element. So, und dasselbe Spiel wie am Anfang des Tutorials. Das sind ja einzelne Elemente gewesen. Die sind jetzt zusammen gejoint. Und da liegen jetzt am Ende des Elements immer noch diese Vertices, die übereinander liegen. Ja, die müssen wir genauso wie hier oben am Anfang des Tutorials erklärt hatte, auch wieder löschen. So, dann klicken wir unser Mauerwerk an, gehen Edit, alles selektieren, dann gehen wir auf Mesh, Clean Up, Merge by Distance. So, jetzt haben wir hier jede Menge gelöscht, 154 Stück. So, hier wird nochmal gezeigt, hier unten links, in welchem Abstand die Vertices gelöscht werden sollen. Und da ist 0,001 Meter eingestellt. Also das ist wirklich definitiv Vertices, die übereinander liegen. Genau, so und dadurch haben wir jetzt was gespart. Jetzt haben wir die Textur verbunden, die Flächen. Es ist eigentlich jetzt sauber. Gut, damit können wir jetzt arbeiten. So, wir stellen jetzt mal für diese Mauer die Textur ein. Ja, ziehen das mal hier rüber oder machen wir es ganz anders. So. So. Wir brauchen ziemlich große Fläche. Okay. Und den nehmen wir mal so längs. So. Okay. Ich hoffe, ihr erkennt das alles. Wir gehen hier auf den Shade Editor. So, mit N einmal die Seitenleiste weg. Ja, ziehen wir das ein bisschen enger hier. So. So, ich wiederhole mich nochmal. Wir arbeiten hier mit verschiedenen UV-Maps und deswegen ist es immer wichtig, dass ihr auf die UV-Maps achtet, wo wir gerade arbeiten. Ja? So, das ist unser Material, aber wir brauchen jetzt den Mauerwerk einfach, den einfachen Mauerwerk, nicht mit dieser Moosfläche hier. So, dann gehen wir hier auf Mauerwerk einfach. So, okay, UV-Map kontrollieren, wir sind auf der richtigen UV-Map, Material, wir sind auf der richtigen Textur drauf. Super, okay. Das ist unser Shade-Editor, Kombination von unserem einfachen Mauerwerk. Wir haben ja hier die Putztextur, hier haben wir die Mauerwerktextur. Anschließend hatten wir hier diese Moosfläche, die da oben ist, was herunterhängt da, oder Feuchtigkeit, ja. So, und als nächstes möchten wir, wie soll ich das erklären? Ein paar dunkle Flächen, ja. Ein paar dunkle Flächen in Ecken bemalen, ja. Das ist so alles gleichmäßig und ich finde, dass wir
ein paar Flecken reinmalen können. Ja, ein bisschen schattenmäßig verdunkelt. Ja, das sieht viel schöner aus und auch viel realistischer. Gut, fangen wir erstmal an, unsere Textur, unsere Putztextur wieder mal zurecht zu skalieren. Gut, da gehen wir mal ein bisschen hier rüber. So, okay, wo haben wir es denn? So, hier haben wir unsere Noise-Textur. Die stellen wir erstmal ein. Gut, wir haben hier die Skalierungen und auf der X-Achse so wollen wir was skalieren. Okay, ihr seht, was passiert? Ja, überall wird jetzt skaliert. Gut, das heißt, wir müssen diese Textur hier einmal extra für dieses Element kopieren und neu erstellen. So, das kennen wir auch. Hier haben wir Mauerwerk einfach. So, der ist 47 Mal im Einsatz, ja, verteilt überall. Jetzt sagen wir, klicken wir hier auf New Material, also kopieren sozusagen diesen Material und benennen den einfach mal Front. Ja, das ist die Frontseite. So, jetzt haben wir die kopiert, den Shade Editor, und haben den gleich mit Front angegeben, damit wir wissen, welcher wo was hingehört. Okay, jetzt machen wir es nochmal. Ja, sieht ja schon besser aus. Ziehen das mal noch mehr. Okay. Gehen mit der Skalierung mal ein bisschen runter. Ja, ich mache es mal ein bisschen größer. So, damit ihr auch was erkennt. Gut. Noch mehr. Ja, sagen wir mal so. Ja. Okay. 750 oder? Oh, das gefällt mir schon gut. Okay, gut. Jetzt haben wir das erreicht. Und jetzt spielen wir mal. Wir gucken mal, was wir hier noch machen können. Ich finde, ich gehe mal hier komplett auf 2, 5. Okay. So, ich möchte eigentlich erreichen, dass ich so wenig wie möglich Putz habe. Es ist zu viel. Es ist überall zu viel Putzflecken drauf. Ja. Und ich möchte es versuchen, zumindest etwas weniger reinzusetzen. Und da spielen wir jetzt mal ein bisschen mit der Skalierung und mit dieser Location hier, damit wir eine passende Textur drauf haben. Aber ich finde, das sieht schon mal gut aus. Ja, das sieht gut aus. Mal gucken, ob ich hier noch was erreichen kann. Ja, so. Okay. Vielleicht ein bisschen. So. Ja. Jo, das ist eigentlich in Ordnung. Gut. Alles klar. Jetzt haben wir für diesen Mauerwerk die Putzfläche neu skaliert, die Textur. So, schauen wir uns das nochmal an. Okay. Alles klar. Okay, weiter geht's. So, als nächstes möchte ich jetzt auf diese Textur direkt dunkle Flächen malen, Schatten malen, ja. Dafür skaliere ich mal ein bisschen das Fenster hier, so, und gehe mal hier ein bisschen näher ran, so, okay. Ich erkläre das mal so nochmal. Wir haben ja hier eine Textur, besser gesagt 2 Texturen, ja. So, die Haupttexturen, wie gesagt, Putz, Mauerwerk, die haben wir dann verbunden mit Mix Color, mit Maps so weiter und dann auf dem Mix Color hier mit dem Haupt BSDF Node verbunden und den Noise Color, sozusagen die Noise Textur als Faktor genutzt für die Verteilung, ja. So, und dann haben wir hier nochmal die Textur für die obere Moosflecken, Feuchtigkeitsflecken, ja. So, und die haben wir, wie gesagt, per PNG Transparenz als Faktor genommen, damit es durchsichtig ist. Okay, jetzt möchte ich
eine dunkle Fläche auf unseren Ziegelmauerwerk verteilen. Das bedeutet, ich möchte, hier ist unsere Textur für unser Mauerwerk, ja, so, und ich möchte jetzt diese Textur, diesen Haupttextur mit Shift deduplizieren und nach oben ziehen, so, und jetzt nehme ich nochmal von hier die Mapping, ja, die ist wichtig, die ziehe ich mal dahin. So. Als nächstes gehe ich jetzt hier rauf, hole mir noch einen Mix Color und setze ihn davor. Ist klar. Jetzt ist das so, wir haben einen Mix Color und einmal die Haupttextur, ja, die geht hier rein und B ist hier noch weiß. Deswegen ist das jetzt natürlich hell. Jetzt wähle ich diese hier aus, die wir dupliziert haben, schiebe den da unter. So, jetzt haben wir unsere Textur erstmal wieder. Ja, so. Und jetzt machen wir Shift A, Color, Brightness, Contrast. Setzen das mal dazwischen. Gehe ein bisschen näher ran. So, machen wir mal ein bisschen dunkler hier. So ungefähr. Ja, oder machen wir minus 0,5. So, gut. Ihr seht, was passiert. Es ist über die ganze Fläche jetzt verteilt. Diese eine Textur. Das wollen wir natürlich nicht. Jetzt wollen wir gehen hier auf diesen, Properties, also diese Vertex Properties, gehen hier auf Color, ja, hier steht Color Attribute. Gut, wir gehen hier rauf, wir bleiben mal so an dieser Stelle, so, wollen jetzt als Faktor eine Fläche bemalen. Das, was wir bemalen, wird als Attribut gesetzt, als Color Attribut. Dafür nehmen wir jetzt Input, Color Attribut, hier rein. Und jetzt klicken wir hier auf Plus, erstellen jetzt ein Color mit den Namen zum Beispiel Mauerwerk Dunkel, nennen wir den Mauerwerk Dunkel oder Mauerwerk Schatten. Schatten. So. Jetzt haben wir hier so, okay. Gut, jetzt haben wir hier einen Color-Attribut gesetzt. So, und der ist selektiert. Und dieses Wort hier, dieses Wort, den wir eingegeben, kopieren wir und geben das hier ein. So. Und diesen Color-Slot ziehen wir jetzt raus und ziehen das als Faktor rein. So, ihr seht jetzt, was jetzt passiert ist. Die dunkle Fläche ist jetzt komplett weg, weil wir ihm ein Attribut gegeben haben, eine Voraussetzung, so, wonach er sich richten soll. So, jetzt haben wir das hier, aber wir haben noch nichts gemacht. Wir haben nur, wie gesagt, einen Color Slot jetzt eröffnet und jetzt gehen wir hier auf Object, ja, Vertex Paint und wenn ich jetzt hier rüber streiche, dann seht ihr, was passiert. So, diese kleine Fläche hat schon gereicht. So, und diese schwarze Fläche verteilt sich sofort an diese Kante hier. Und dann wird es hier wieder heller. Das liegt daran, weil wir zu wenig Vertices haben. Wenn man zum Beispiel hier jetzt die Mauer subdividen würde, mehrere Loops ziehen, Vertices, könnten wir noch feiner bemalen. Ja, das werden wir auch tun, aber nicht überall, ja, weil dieses Projekt wird noch einiges was bekommen, sonst immer platzt der Arbeitsspeicher, das wollen wir nicht. Für die Leute, die natürlich großen Arbeitsspeicher haben, Grafikkarte, können das natürlich tun, ja, so, ihr könnt subdividen so oft ihr wollt, solange der Rechner das aushält. So, und dann, ich versuche das sparsam umzugehen, erkläre das, wie das funktioniert und dann habt ihr freie Auswahl. Gut, jetzt habe ich hier ein Stück bemalt, jetzt könnte ich auch nach oben gehen, hier und hier ein bisschen bemalen. So,
und ihr seht, was passiert. Ja, genau. Und jetzt machen wir das einfach mal. Und ich sag's mal so, es gibt jetzt zum Beispiel Momente, wir gehen mal hier auf Edit. Ja, ich gehe auf Edit. Klick mal diese Fläche hier an. Und sag einfach, hier möchte ich doch etwas feiner haben. Dann gehe ich auf die rechte Maustaste. Subdivide, einfach nur diese Fläche. Mache ich mal 10. Oder machen wir 5. So, 5 Loops in der Länge gezogen. Ja. Gut. Jetzt haben wir hier ein Subdivide in dieser Fläche gemacht. Und wenn wir jetzt malen, kann ich direkt die einzelnen Flächen. So. Der verteilt sich nicht sofort. Seht ihr das? So. Das ist damit gemeint. Ja. Jetzt habe ich hier auf diese Fläche gemacht. Und für die Leute, die es doch machen wollen, an einigen Stellen, die sollen das ruhig ausprobieren. Ja. So, und ihr seht, was jetzt passiert. Hier hat er komplett einen schräg hochgezogen, weil hier einfach die Kante hier endet und hier nichts mehr ist. Und der nächste Vertex ist wahrscheinlich hier in der Nähe und der springt sozusagen mit der Fläche komplett zum nächsten Vertex. So, weil hier dazwischen ist kein Loop mehr. So, Steuerung Z, das wollen wir natürlich nicht so haben. Gut, jetzt gehe ich nochmal in die Ecken hier. Vielleicht so. So, ganz vorsichtig. Immer einen Strich nach dem anderen. Ja, so. Antippen. Antippen. Ja, und dann könnt ihr versuchen, hier an den Ecken, ja. Okay. Vielleicht komplett ein bisschen oben. Das sieht gut aus. So, also nicht drauf direkt streichen, sondern ihr könnt auch nur antippen. Ihr seht schon, wie stark das beeinflusst wird. Aber ihr könnt sonst immer noch hier unter diese Bright Contrast Node noch einstellen natürlich. Ne? Wenn ihr sagt, ist es zu dunkel oder ist es immer noch zu hell, könnt ihr hier rumspielen. Das geht noch. Ja? Oder ein Kontrast reinbringen. Das geht auch. Ja? So. Gut. So eintippen. Machen wir hier ein bisschen mehr. Hier so eine Fläche. So. Okay. Da war ein bisschen zu viel. Ein bisschen vergrößern vielleicht. Mal gucken. Ah, doch zu viel. Okay. Machen wir hier. So. Ja. Okay. So, wir schauen das mal an. Ich gehe mal kurz auf Cycles. Ja. Das sieht ja richtig gut aus, finde ich. Ne? So. Gut. Alles klar. Ja. Damit könnt ihr jetzt eigentlich weitermachen. Also, jetzt ist das so, ihr könnt ja zum Beispiel, das ist ja jetzt zum, wie heißt das jetzt nochmal? Front. Mauerwerk einfach Front. Und dieser Shade-Editor, wo diese Einstellung jetzt ist, ja, wo diese Einstellung ist jetzt mit dieser Schattierungen, den könnt ihr jetzt auch hier übernehmen, direkt. Wir gehen mal hier rauf, so, und dann Mauerwerk einfach. So,
diesen Mauerwerk jetzt geklickt lassen, ja, und dann wählt ihr hier und ersetzt den durch Mauerwerk einfach Front. So, was passiert natürlich? Er übernimmt das, aber mit den Textureinstellungen von unserer unteren Fläche. So, und wenn ihr sagt, okay, ihr wollt auch hierfür das separat einstellen, dann geht ihr wieder auf Plus, Front und nennt das einfach oben. So, und jetzt habt ihr separat hierfür, könnt ihr jetzt die Textur einstellen. So, da gehen wir natürlich dann noch kleiner, machen wir so. Ja, können wir auch so belassen, ist gut. Gut, klicken wir hier rauf. Jetzt haben wir hier diese Einstellung mit unserem Attribut, ja, ihr seht das schon, hier, für die dunklen Flächen. Aber auf diesem Objekt ist das natürlich nicht drauf. Das müssen wir erstmal machen. Gut, dann klicken wir hier rauf. Wenn wir das jetzt kopieren, hier raufsetzen, nochmal, so, und OK drücken, dann ist das sozusagen schon drin. Skalieren wir es rein. Vertex Paint und setzen einen drauf. Moment, habe ich überhaupt den richtigen? Nochmal schauen. Aha, okay. So, nochmal. Vertex Paint. Okay, hier scheint jetzt ein Fehler zu sein. Ich schaue mir es nochmal an. Wir gehen mal hier rauf. Oh, ja. Leute, wir haben hier noch ein Array. So, alles gut, ja. Es ist gut, dass es jetzt so passiert ist. Ihr seht, wie es passiert ist. Das bedeutet, auch hier müssen wir unser Objekt natürlich jetzt applyen. Ja, damit fangen wir jetzt erstmal an. So, wir klicken hier einmal auf Apply. So, die Textur wieder gezogen, ist klar, das kennen wir ja schon. So, und jetzt gehen wir hier rüber. So, ob alles richtig angewählt ist. UV-Map, alles richtig. Okay, jetzt wollen wir unsere Textur einmal verändern. Für diese Putztextur, ja. Gehen auf unser neues Textur heran. So, wo haben wir es denn? Da haben wir es. Genau. Gut, und da wollen wir mal 5 eingeben. Ja. Gehen wir mit der Textur jetzt ein bisschen mehr hinein. Schauen das mal an, wie das aussieht. Okay, ziemlich stark gezogen. Das müssen wir jetzt dementsprechend jetzt in der X-Achse ein bisschen verteilen und in der Z-Achse. So, gehen auf ein bisschen auf Location. Hier. So. Okay, ich sehe, dass die Flächen ziemlich groß sind. Das heißt, ich gehe jetzt damit mal ein bisschen weiter rein, ein bisschen kleiner ziehen. So. So, okay, das sieht gut aus. Und jetzt möchte ich das nochmal hier nochmal ausprobieren. Ein bisschen verteilen. Ah, jetzt kommt noch ein bisschen mehr. Okay, gut. Alles klar. Gut, das sieht schon mal gut aus. Wir schauen mal, was wir hier noch machen können. Jeder für sich selber. So. Okay. Dann schauen wir mal hier, ob ich das mal ranziehen kann. So. Okay. Ziehe das doch mal ein bisschen mehr. Mit der Skalierung. So ungefähr. Okay. So, hier ist das schön in der Ecke. Gut. Das reicht für mich auch schon. Mal gucken, vielleicht hier ein bisschen mehr.
Ja, okay. So, jetzt haben wir es geschafft. So, das gefällt mir, das kann ich so belassen. Gut, jetzt könnten wir auch hier einmal in Edit alles selektieren, Mesh, Cleanup, Merge by Distance. So, die sind gelöscht, die doppelten. So, das sieht soweit gut aus. Gut, jetzt müsste es eigentlich funktionieren. So, Color Attribute ist hier aktiv. Das ist hier eingesetzt. Jetzt gehen wir auf Object, Vertex Paint und machen mal einen Klick. Jawohl, jetzt funktioniert es. So soll es sein. Okay, gut, hier genauso. Ein paar kleine Flecken hier setzen. Was, machen wir mal hier ein bisschen mehr. So. Okay. Hier vielleicht ein bisschen verteilen. So. Okay. Okay, mal gucken, was wir noch. Meistens ist es ja in den Ecken. Hier. So, ein bisschen verdunkeln, dreckig. So, ja, genau. Das sieht gut aus. Okay, dann schauen wir mal weiter. Vielleicht hier auch. Gehen wir auf. Machen wir es mal so. Ja. Was passiert, wenn wir es richtig dunkel machen? Bisschen zu viel. Gut. Okay. Ihr müsst immer dran denken, wenn ihr Schräge habt, ne, diese Flecken, dann liegt das an, weil wir nicht so viel Loops und Vertices haben. So, in dem Moment könnt ihr, wie gesagt, selber entscheiden, ob ihr einen Loop ziehen wollt hier, dann ist das auch ein bisschen feiner. Ne? Aber ich mache das jetzt nicht, versuche das Beste draus zu machen, ja, weil wir noch viele Sachen noch modellieren werden in unserem Projekt, sonst wird das alles zu viel. Okay, ich versuche mal ein bisschen mit der Stärke runterzugehen hier, ja, so, und ein bisschen leichter zu setzen, so, machen wir eben so, okay, gut, so, alles klar, so weit, so gut, ja, das sieht ja schon mal eigentlich nicht schlecht aus, damit kann ich leben. Okay, super. So, jetzt möchte ich noch diese kleine Ecke machen. Hier brauchen wir überhaupt nichts zu applyen, obwohl, ich sehe gerade, aha, okay, achso, muss ja, sicherlich. Einmal einschalten, ja sicherlich. So, gut. Einmal hier Apply, so, und Edit, alles selektieren, Mesh, Cleanup und Merge by Distance. So, perfekt. Jetzt klicken wir hier drauf, gehen auf Materials, achten wir nochmal auf UV, so ist es. Hier seht ihr schon, ne? Auf Haupt-UV gehen, Materials. So, dann gehen wir auf Mauerwerk einfach und den ersetzen wir auf Front. Nehmen wir mal den von oben. So, oder nehmen wir den von Front normal? Nee, nehmen wir die. Das ist schon ein bisschen passender. Okay, und den kopieren wir wieder. So, Front unten. Ja, super. Okay, hier genau dasselbe Spiel. Wir wollen einmal mit der Noise-Textur ein bisschen spielen. Wir gehen mal hier rüber. Na? Da haben wir es doch. Hier haben wir es. Okay, dann gehen wir mit der Textur erstmal ein bisschen runter. So. Ja, machen wir. Okay. Und jetzt
Skalierung machen wir mal auf 2. Ja, hier komplett alle in 2 setzen. Und dann schaue ich mal hier, ob wir hier noch was machen können. So. Vielleicht ist es doch zu viel. Ich kann es nicht genau sagen. Ich mache mal Skalierung ein bisschen weniger. So. Hier. Warum nicht? So sieht es ja auch eigentlich nicht schlecht aus. Okay, schauen wir, wie das aussieht, wenn wir das ein bisschen rüberschieben. So, gut. Machen wir den ein bisschen weniger hier. Ja, so ist das eigentlich in Ordnung. Super, perfekt. Okay, dasselbe Spiel wie hier auch. Es ist applied, Vertex gelöscht, Textur haben wir eingestellt. So, jetzt gehen wir hier nochmal auf unseren Color Attribut. Wo haben wir es denn? Da. Das Wort kopieren wir jetzt und machen jetzt Color Attribut hier ein Plus und hier einfügen und Enter. Okay, Object, Vertex Paint und hier weiter. Super, und es klappt. So. Okay. So. Ja. Okay, super. So, schauen uns das mal. Oder wir machen das zum Schluss. Gut, jetzt haben wir dieses Objekt. Und jetzt gehen wir hier und dann zuletzt nehmen wir den. Steuerung J, alles verbinden. Perfekt. Edit-Modus, A, alles selektieren. Mesh, Cleanup und Merge by Distance. So, dann haben wir das auch erreicht. Genau dasselbe Spiel hier auch. Wir gehen auf Materials. Mauerwerk einfach. Den ersetzen wir jetzt mit Front erstmal. Ja, das können wir glatt so übernehmen. Das sieht gut aus. So. Wenn ihr sagt, ihr seid damit zufrieden, jetzt mit dieser Textur, ja, dann braucht ihr natürlich jetzt nicht mehr kopieren. Ja, gut. Ich würde sagen, ich belasse das jetzt einfach so. Ich ändere gar nichts. Das ist jetzt die Textureinstellung jetzt von der mittleren Wand hier. Ja, deswegen. Und dadurch spare ich auch, sag ich mal, einen Speicherplatz auch von dem Textur. Ne? Also ich muss das nicht unbedingt kopieren, wenn ihr damit zufrieden seid. Okay, gut. Dann machen wir weiter. Auch wieder hier machen wir jetzt ein Color Attribut, benennen das mit Schatten einfach, übernehmen das und Vertex Paint und fangen wir mal an. So. Hier würde ich gerne doch ein bisschen mehr Loops haben. Ich möchte gerne an der Tür doch etwas bisschen dunkler haben. Das machen wir jetzt auch. Edit. Gehen auf die Fläche hier. Erstmal hier so. Dann nehme ich die auf. Oder nee. Das machen wir mal so. Genau. Ja, also diese Fläche hier. Ja, diese Fläche, da möchte ich es doch etwas feiner haben. Ja, da muss ich natürlich... Nee, die sind eigentlich soweit gut. Die Abstände, ja. Rechts Subdivide. So, diese Flächen werden jetzt subdivided. 1, 2... Ja, müsste reichen. Okay. So,
Jetzt kann ich hier vernünftig ein bisschen Stärke und fangen wir mal an. Ja. Gehen wir ein bisschen größer mit dem Pinsel. So, mal gucken, wie das aussieht. Ja, okay. So, leicht abdunkeln. So, hier auch. So, leicht antippen. So am Rand. Ja, das sieht gut aus. So, perfekt. Jo. So, dann schauen wir nochmal in Cycles mal an, wie sich das in Cycles auswirkt. Ja. Das sieht ja gut aus. Okay, so, super. Genau. So, wir haben jetzt die Frontseite eigentlich fast fertig, mit unseren Texturen zumindest. Und diese Geschichte wollen wir natürlich jetzt überall verteilen. Ja, das werde ich jetzt aber jetzt nochmal ins Timelapse erstellen. Der Timelapse, wie gesagt, wird nicht so schnell laufen, damit ihr das trotzdem nochmal mitkriegt. Aber zumindest habt ihr es jetzt hier gesehen. In dieser Reihenfolge könnt ihr das dann überall zu erstellen. Ja, also mit den Attributen immer setzen. Achten, dass die aktuelle UV-Map, die Haupt-UV-Map drauf ist. Ja, und immer den Material anklicken und den einfach ersetzen mit dem einfach Front. So, und dann dementsprechend dann kopieren. Also kopieren, wenn ihr was an der Textur ändern wollt. Aber wenn die Textur in Ordnung ist, dann könnt ihr das dann so übernehmen und direkt drauf malen. Okay, so, dann sehen wir uns nachher. Ich mache es jetzt in Timelapse. Ja, und dann sehen wir uns dann gleich. Jo.
Ja, Leute, ich bin fertig und habt ihr bestimmt auch beim Timelapse gesehen, da einige Fehler gehabt. Da habe ich wohl zu viel Faces gelöscht. Hier, ja. So, also diese Flächen hier. So, und die habe ich aber wieder geschlossen. Ja, das habt ihr auch gesehen. Das passiert oftmals. Man kann vieles übersehen. Aber ich schätze mal, vielleicht habt ihr es schon bei euch schon behoben oder habt es vorher schon bemerkt. Ja, und hier ist das sogar auch. Genau, hier haben wir den Fehler. Keine Ahnung, wann ich das gemacht habe. Wie gesagt, kann mal vorkommen. Schließen das einfach wieder mit F. Genau, hier von der Seite. Ja, so. Hier noch zwei Stück. So. Und hier nochmal. So, okay. Soweit, so gut. Ja, Leute, das war schon mal mit dem ganzen Flecken, Verbrandflecken und ja. Okay, im nächsten ja, Teil werden wir uns jetzt mal um die Ziegelmauer kümmern. Also was heißt, die Mauer kümmern wir uns schon die ganze Zeit. Ich werde jetzt ein paar Durchbrüche, ja, kaputte Ziegelsteine. Wir werden da welche Löcher einbrechen und hier an den Kanten und so weiter und so fort, ja. Dass so eine Art hier Brüche sind, ja, Durchbrüche. Ja, und ich schätze mal, das werden wir mit dem Schnittwerkzeug von Blender erstellen. Und ja, damit fangen wir jetzt an. Auf geht's! So, Leute, wir machen jetzt unsere Durchbrüche und das ist eigentlich ganz simpel und das kennt ihr bestimmt. Wir machen das einfach mit dem Schneidwerkzeug. Wir wählen uns einfach eine Wand aus, wo wir jetzt ein paar Ziegelsteine kaputt sind, gehen in Edit-Modus rein, wählen uns ja, diesen Bereich hier aus. Mit Komma zoomen wir uns mal ran. Ja. Und nutzen auch diese Edge hier. Wir nehmen mal... Ja, das können wir ruhig nutzen. Gut, wir drücken einmal K. So, und jetzt gehen wir einfach mal... Ja, nehmen wir diese Fläche hier. Beispiel, fangen wir einfach hier mit an. Und ziehen das einfach hier mal durch. So. Und Enter. So, was ist jetzt passiert? Ganz einfach erklärt. Wir haben hier jetzt Vertices erstellt. Je mehr Vertices wir hier gleich erstellen, ändert sich auch die Textur mit der Bemalung, die wir gemacht haben. Weil je mehr Textur kommt, desto feiner, habe ich gesagt. Und der findet immer den nächsten Sprung. Seht ihr das? So, hier ist ein Vertices, der geht dann hier mit lang und nutzt diesen Vertices als Verteilung der Bemalung. Ja? Ich weiß nicht, ob ich das so richtig erklärt habe. Okay, und jetzt gehe ich auf Face Select. Wir gehen da rein und extrudieren das einfach rein. Das war's schon. Gut, und einmal die Innenflächen selektieren. U für Unwrap. So. Okay. So, jetzt haben wir das hier eingedrückt. Jetzt könnte ich in Edit-Modus nochmal die Kante hier wählen. Diese Kante. Ja. Und dann machen wir noch ein Bevel rein mit Steuerung B. Ja, ziehen das bisschen, nicht so viel. So leichter Eindruck. Ja, genau. So, und das machen wir jetzt überall. Ich mache noch eins. Ja, genau. Also auf jeden Fall hier noch was Größeres. Das machen wir auch noch eben zusammen. So, okay. K. So. So einfach mal quer durch was mitnehmen. Am besten ist das natürlich immer die Ziegelsteine, die Fugen zu nehmen. Ich finde, das sieht viel besser aus und viel realistischer. So,
Und ihr seht schon, ne? Und wenn ihr meint, dass es bei jemand zu viel wird, die Verteilung passt nicht, ist überhaupt nicht schlimm. Ihr könnt es ja wieder subtrahieren, diese schwarzen Flecken, und vielleicht neu auftragen. Ja? Das sehen wir aber zum Schluss, wenn wir fertig sind. So, E für extrudieren. Ups. Steuerung Z. Den müssen wir natürlich eben deselektieren, den Rand hier. Und wir nehmen jetzt nur den. Und extrudieren das mal rein. So. Den skaliere ich etwas wieder. Ein bisschen rein. So, genau. Und Unwrap. So, das sieht gut aus. Hier vielleicht auch noch im Bevel ziehen. Die Schnittkanten. So. Steuerung B und so. Okay. Ich schaue mir das nochmal im Cycle mal an. Ja, das sieht eigentlich soweit gut aus, finde ich. Super. Okay. Hier vielleicht, ja, hier möchte ich noch eins setzen. K, auf diese Putzfläche sogar. So, jetzt habe ich hier keine Ziegelsteine zu sehen, aber spielt keine Rolle. Ihr könnt es auch so einfach übernehmen. So. Und Enter. E extrudieren. So. Und Unwrap. Okay. Einmal Bevel ziehen. So. Okay. Ihr merkt schon, da ist ein leichter Strich in der Mitte. So, das heißt, Moment, ja, so. Jetzt haben wir hier diesen Durchbruch gemacht und hier. Dadurch hat sich die Verteilung natürlich geändert. Es wäre natürlich toll, dass wir hier dann weiterarbeiten. So, setzen wir hier noch eins. So. So. Hier noch ein Unwrap. Und ein Bevel. So. So, okay. Gut, jetzt haben wir in dem Mauerwerk einen Durchbruch gemacht, aber jetzt möchte ich auch von den Kanten hier, ja, hier, auch was, sagen wir mal, so einen leichten Durchbruch hier erstellen. Im Prinzip ist das genau dasselbe. Hier gehen wir mal so vor. Nehmen wir einfach hier die Kante. So. Eine runter. So. Einmal drehen. So. Gut. Perfekt. Das sieht ja schon mal gut aus. Okay. Und den extrudieren wir mit E, ohne was zu bewegen, und ziehen das so rein. In diese Richtung. Super. Gut. Jetzt ist das so gestretcht. Ihr seht das schon. Ja. So. Mit S, Shift Z, skalieren wir das nur auf der XY. So. Ja, das sieht eigentlich soweit gut aus.
Genau. Nehmen wieder den Umwrap hier für die Umrandung. Und schauen uns das mal an. Okay. Ich finde, dass wir hier jetzt an dieser Edge-Kante hier, ja, hier möchte ich ein Subdivide durchführen. Machen wir, ja, 3 Stück, ja. So. Oder machen wir noch eins. Ja. Ja, müsste eigentlich hinkommen. Okay, warum? Ich möchte einfach, dass das ist für mich viel zu gerade, ja. Und ich möchte jetzt hier etwas bisschen reinversetzen, ja. So eine leichte Eindruck, so eine Druckfläche. Ich weiß ja nicht, wie das aussieht. Ich habe jetzt kein Referenzbild da. Ich mache es einfach so drauf los. So. Und hier vielleicht auch. Genau. So, da schaue ich mir auch nochmal in Cycles an. Ja, okay, weil es jetzt eine dunkle Fläche ist, kann man das schlecht erkennen. So. Gehen wir ein bisschen näher ran. Ne? So. Okay. Doch. Müsste eigentlich in Ordnung sein. Ja. Ja, okay. Im Prinzip, das, was ich jetzt hier gemacht habe, führen wir jetzt komplett an jeden Ecken was aus. Auch an den Türen, ja. Und ja, das mache ich wieder in Timelapse. Ganz Schritt für Schritt. Also es wird nicht so schnell sein, so dass ihr das einigermaßen mitkriegt. Ja? Alles klar, auf geht's.
So Leute, die Durchbrüche für die Ziegelmauer bin soweit fertig. Also wie gesagt, nur die Vorderseite habe ich jetzt gemacht. Für die Seiten lasse ich erstmal weg. Ich möchte sehen, was im Laufe des Tutorials wir noch machen werden. Ja, wie das Innenleben aussieht. Wir werden später vielleicht komplette Mauern vielleicht noch durchbrechen. Ich weiß noch nicht, was auf mich zukommt oder auf uns zukommt, aber hier wird noch einiges noch gemacht, ja? So, zum Schluss meines Tutorials möchte ich aber eine Sache noch machen und ich möchte, man sieht das ja bei verlassenen Fabriken auf den Wänden, solche Graffitis, ja? Und ich habe mir gedacht, das mache ich jetzt hier auch. So, und dafür nehme ich diese Wand hier. Ja, auf diese rechte Seite hier, diese Fläche, da möchte ich eine schöne Graffiti jetzt draufsetzen und damit fangen wir jetzt an. Okay, so, wir bereiten jetzt alles vor. Wie machen wir das? Wir gehen erstmal auf 1 Frontansicht, in die orthografische Ansicht. Gehen ein bisschen näher ran hier. So, ich möchte, wie gesagt, es ist dasselbe Prinzip mit den Texturen, ja. Man erstellt eine neue UV-Map, einen neuen Material und so weiter, weist dieser Fläche dann, wie gesagt, eine neue Textur zu. Diesmal machen wir es aber anders. Diesmal werden wir das ja selber bemalen mit Texture Paint, ja. So, und das bereiten wir jetzt vor. Wir gehen mal, machen hier ein bisschen Platz, so, okay. Und ziehen das mal ein bisschen runter hier, gut. So. Wir wollen das auf diese Ziegelmauer hier bemalen. Und das ist ja dieses Material hier, Mauerwerk einfach, Front, ja. Okay, jetzt gehen wir wie folgt vor. Wir kopieren jetzt diesen Material wieder, ja, und setzen mal zum Schluss hier einen Namen, Graffiti. So, jetzt haben wir ein neues Material erzeugt. Ja, es ist alles dasselbe, einfach eine Kopie draus gemacht und das hat jetzt nur dieses Objekt, weil wir das ja nur separat auf diese Wand das machen wollen. Gut, wenn wir das gemacht haben, gehen wir folgt vor, gehen wir auf UV-Map, ja, so, jetzt haben wir unsere UV-Map, das ist die Haupt-UV-Map, das ist die UV-Map mit den Feuchtigkeit, mit den Moosflecken oben an der Decke. So, und jetzt gehen wir auf Edit. Ja, in Edit-Modus. Drücken hier auf Plus. Wir nennen das jetzt auch. So. Graffiti, Front. Okay, jetzt habe ich mich vertippt hier. So, Frontseite, ja, rechts. Damit ihr sozusagen, wenn ihr mehrere Graffitis jetzt überall versetzen wollt, ist das eine gute Sache, wenn ihr das gleich benennt. Dann wisst ihr, welche UV-Map, also zu welcher der gehört. Ja, gut. Okay, Material haben wir. UV-Map haben wir neu erstellt. Und jetzt, wo wir jetzt in unserer UV-Map sind, wählen wir uns diese Flächen aus, da wo unsere Textur oder da wo wir unser Gravity-Bild bemalen wollen. Gut, dann gehen wir auf Face Select. Wir fangen an mit C, Circle, Select und wählen mal die Flächen aus. Hier. Genau. Das hier noch. Okay, das ist zu viel. Genau, und diese Flächen. Ganz vorsichtig. Okay, super. Genau, ich möchte nur auf diese Fläche hier unsere Graffiti bemalen. Um sicher zu gehen, gehe ich nochmal in Perspektivenmodus und wähle nochmal diese Fläche hier aus. Ja, einmal C, Circle Select, einmal so rüber. Ja, gut. Okay, soweit so gut. Das reicht für mich. Auf 1, wieder Frontansicht. Gut, jetzt haben wir diese Fläche ausgewählt. Und jetzt kommt dasselbe Spiel wieder. So, immer darauf achten, wo ihr gerade drauf seid. Ja. Und ich wähle jetzt mit Steuerung I die anderen Flächen aus diesem Objekt, die ich nicht bemalen möchte. Ja, die also
unberührt bleiben sollen. Ja, mit Steuerung I, wie gesagt. Und dann machen wir ein U und dann ein Reset. Ja, so. Und diese UV-Map, die wir jetzt hier haben, das ist, wie gesagt, die andere Seite, die spiegelverkehrte Seite. A, alles selektieren, S, 0, Enter. So, und dieses kleine Punkt jetzt hier, die wir skaliert haben, das ist die komplette UV-Map, ja, die haben wir jetzt gereset, die schieben wir mit G so schön in die Ecke. So, schon mal. Gut, wenn wir das gemacht haben, machen wir jetzt ein Image. Hier klicken wir jetzt drauf, New Image und benennen das jetzt auch gleich. Mit demselben Namen am besten. Genau, also Graffiti minus Front minus R. So, und die Auflösung können wir so belassen. Wichtig ist, dass ihr jetzt diesen Alpha Haken setzt. Wir brauchen auf jeden Fall den Alpha. So, und jetzt den Color Slot hier, diese Farbe hier selektieren und dann den Alpha hier runterdrehen, dass wir einen transparenten Bild haben. Und dann jetzt auf OK drücken. Super. Gut. Jetzt haben wir ein Image, ja, erstellt. So. Und jetzt, wenn wir wieder zurückgehen mit Steuerung I, so, ja, muss ich auf diesem Image unseren UV-Map, diesen hier, auch unwrappen. So unwrappen, dass ich das auch bemalen kann. Ja, hier ist das alles noch durcheinander, seht ihr das? Dafür gehe ich jetzt wieder auf U, auf Unwrap und Project from View. So in dieser Ansicht möchte ich auch meine Graffiti malen. Einmal selektieren, ja, A, und skaliere das mal auf die Größe, die ich brauche. So ungefähr. Vielleicht ein bisschen noch. So, das reicht schon. Gut, das haben wir jetzt soweit eingestellt. Das ist super. Gut, Edit-Mode wieder raus. Jetzt kommt die große Geschichte. Wir gehen jetzt einmal hier auf Object Mode und dann auf Texture Paint. Super. So, jetzt sobald wir auf Texture Paint gekommen sind, haben wir hier gleich Werkzeuge, Pinsel, Schattierungen, Schmierungen und so weiter. So, aber ich möchte meinen Pinsel als Bild benutzen. Ich möchte ein Bild projizieren. So, und dazu gehe ich auf jetzt oben auf unserem Werkzeug hier, scrollen hier runter und hier genauso, hier steht der Material Slots. Es ist wichtig, dass ihr auch den Mauerwerk, den wir jetzt, den Material, den wir neu erstellt haben, der muss ja selektiert sein. Gut, jetzt wählen wir uns die Textur aus und das ist nämlich unser Bild, den ich schon runtergeladen habe. Die Beschreibung dafür, oder besser gesagt den Link, werde ich in der Videobeschreibung verlinken. Den benenne ich jetzt auch wieder mit demselben Namen Front-R. So, New Texture, jetzt haben wir einen Namen, jetzt gehen wir auf Einstellungen, laden jetzt unseren Bild mal heraus. So, ihr seht schon, ich habe hier schon einiges schon runtergeladen, aber ich nehme diese hier, ja, und Open Image. Super. So, jetzt haben wir unsere Textur hier geladen, ja, und das ist jetzt unser Werkzeug. So, wenn ich hier jetzt rüber gehe, würde es aber nichts bringen, weil ich möchte ja das Bild so bemalen, wie ich das in der Ansicht habe. Um das besser zu erklären, ich gehe mal hier runter, wir gehen wieder auf Werkzeuge, ja, auf diesen Button, gehen hier runter, immer runter, runter. So, hier steht ja Mapping, ja, damit wir das so bemalen, dass wir auch sehen, wo wir bemalen, gleichzeitig, also 1:1, gehen wir auf Stencil, ja. So, sobald wir auf Stencil sind, schauen wir uns das nochmal an. Sobald ihr mit der Maus hier rüber geht, erscheint das Bild gleich hier auf unseren Viewport. So, und egal wie wir auch drehen, so, ob wir das Objekt drehen. Und wenn wir jetzt mit der rechten Maustaste, nur als Beispiel, einfach sagen, oh, das gefällt mir, und ihr bemalt das so,
wie es jetzt gerade ist, dann würdet ihr nur diesen Abschnitt von diesem Bild auf diesem Mauerwerk bemalen. So, deswegen, wir gehen wieder auf 1. So, schieben uns das Bild mal so zurecht. So. So, wenn ihr, es ist jetzt so, das Bild ist so leicht gestretcht. Seht ihr das? Ja, das wird quadratisch, ja, erstmal dargestellt. Ja, und wenn ich Steuerung-Taste dabei drücke und mit der rechten Maustaste könnt ihr das drehen, ja. Und dann, wie gesagt, mit der mittleren Maustaste, oder besser gesagt mit dem, ja, mit dem Mausrad, sei schon, könnt ihr das, wie gesagt, von dem Mauerwerk heranzoomen, so antasten, dass ihr es gerade mal so anpassen könnt. Jetzt bin ich ein bisschen zu groß hier. So, und mit der Shift-Taste, mit der rechten Maustaste und Shift könnt ihr das skalieren. So, in der rechten Maustaste positionieren wir. So, gut. Wie gesagt, das Bild ist gerade quadratisch hier. Ja? Um die Originalgröße unseres Bildes zu erhalten, gehen wir hier auf Image Aspect. Ja? Darauf einmal raufklicken, das reicht schon, und dann geht ihr nochmal rauf, dann habt ihr die Originalauflösung, Originalproportionen dieser Textur wieder. Gut, jetzt einmal wieder zurück. So, das Bild positionieren, Shift, rechte Maustaste, so, ungefähr, so, das passt, glaube ich. Ein kleines Stück noch vielleicht. Okay, so, jetzt haben wir das schön positioniert. Aber wenn ich jetzt anfange zu bemalen, bringt das nichts, weil wir unseren Material hier noch gar nicht eingestellt haben. Ja, wir haben eine neue UV-Map, die haben wir erstellt. Wir haben einen Image-Editor, so da wo unser Bild nachher automatisch bemalt wird. So, ich zeige euch mal, wenn wir es jetzt bemalen würden, würde es nichts bringen. Ihr seht, überall wird es gestrichen. Ja, einmal STRG Z zurück. Wir müssen ja noch diesen Material sagen, pass auf, ich habe eine neue Textur, die ich bemalen möchte, auf dein Mauerwerk. So, so, das ist unser Bild, Textur, den ziehen wir jetzt, klicken dabei diesen Symbol und ziehen das mal hier rüber. So, und dann Shift A und dann nehmen wir einen Mix Color, ja, den schieben wir dazwischen. Jetzt warten wir, einmal laden lassen. So, und jetzt den Color Slot da unter. Perfekt. So, als nächstes müssen wir auch noch sagen, hallo, ich habe einen neuen UV-Map extra für dich erstellt und den setzen wir hier rein, gehen ein bisschen näher ran und suchen uns Graffiti Front Air. So, soweit so gut. Gut, das ist unser Image, den haben wir jetzt hier drauf, Mix Color. So, und wenn wir jetzt das bemalen, seht ihr, was passiert. So, schauen wir uns das mal an. So, perfekt. Das ist unser Werk sozusagen. So soll das aussehen. So, jetzt sind wir raus. Einmal STRG Z. Jetzt wieder müssen wir es natürlich wieder einstellen. So. Skalieren brauchen wir nicht. Nur positionieren. Und bisschen mit dem Mauerwerk zurück. So. Ja, das ist jetzt die leichte Spielerei, aber so. Gut. Okay, wenn wir das Positionierung stimmt und das Bild soweit alles in Ordnung ist, jetzt können wir anfangen zu malen. Naja, es wäre natürlich sinnvoll, wenn wir jetzt nochmal ein Viewport nochmal hier raufsetzen. Genau. Und schauen, wie das aussieht. Ja, das gefällt mir ja schon. Genau, das sieht richtig gut aus. Das kann ich schon so lassen. So, und dann gehe ich hier nochmal drauf, gucke nochmal in den Ecken, streiche nochmal drauf, dass ich nichts vergessen habe.
schön an den Ecken. Ja, das sieht gut aus. Okay, so, jetzt haben wir auch eine Graffiti-Wand erstellt. Ne? So, und das schauen wir uns das mal an. Wir gehen mal hier auf Object. Gehen auf Cycles. Ja, soweit so gut. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel die Farbe etwas stärken möchte, können wir natürlich, das ist ja unsere Textur hier, wir gehen mal hier auf Shift A und setzen mal hier ein Color, genau, bisschen Sättigung, ja. So, warten wir mal kurz ab, genau. Und jetzt müssen wir natürlich das Bild bei Cycles mal beobachten und schauen, wie sich das auswirkt, wenn wir ein bisschen vielleicht Sättigung reinsetzen. Hier den Value ein bisschen stärken und den Faktor natürlich dementsprechend auch. So. Okay. Gut, dann den Faktor vielleicht erhöhen. Ja, das sieht eigentlich nicht schlecht aus. Mal gucken, ob was passiert. Wenn wir es noch ein bisschen stärker. Okay, das ist zu viel. Machen wir so 1,4, 1,4. Ja. Genau, das gefällt mir. Ich sehe gerade, aber nee, das gehört zum Fleck, glaube ich. Wir gehen nochmal hier rauf. Texture Paint. Und gehen mal, na, so ein bisschen hier rauf. Okay, ist drauf. Alles klar. Gut. Ja, genau. Jetzt haben wir unser Textur, unser Graffiti-Wand. Damit sind wir jetzt auch durch. Ja. Ich schließe das mal hier alles. So. So, schön Großbild nochmal. Ja, das gefällt mir. Okay. So, die Prozedur habt ihr gesehen. Wie gesagt, Material, neue Image erstellen. Wie gesagt, und danach die Fläche wählen mit der neuen UV, die ihr erstellt habt, und dann die andere separieren. Ja, und so erstellt ihr unsere Graffiti-Wand. Ne? Super. Alles klar. Gut, Leute. Im nächsten Part möchte ich mich langsam für den Innenbereich jetzt auch beschäftigen. Ich überlege die ganze Zeit, ob wir vielleicht vorher mit dem Dach vielleicht anfangen sollten, aber das wird sich nachher hinziehen. Ich gehe mal davon aus, dass wir, ja, wir müssen mal sehen, wie das sich jetzt, ich habe nichts vorgeplant. Ich gehe mal davon aus, dass wir in jedem Part etwas machen werden. Und ich möchte vielleicht hier noch eine Graffiti auch noch vielleicht bemalen, das muss ich mal sehen. Aber ihr wisst jetzt, wie das funktioniert, ja. Und im nächsten Part machen wir vielleicht noch eine Graffiti-Wand auf dieser Seite, aber ich mache das dann mit euch zusammen, damit ihr das auch seht. Ja, und danach fangen wir langsam an, dass wir den Dach vielleicht doch zuerst bauen, ja. Genau, wir machen das Gebäude mal erstmal fertig, komplett. Wie gesagt, wir fangen dann im nächsten Part mit dem Dach an, ja, und dann sehen wir weiter. Ich bedanke mich fürs Anschauen, Leute. Wie gesagt, lasst ein Like da. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare schreiben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.